Wichtige Stimmen in der CDU fordern ganz offen in den Medien, dass der Spannungsfall ausgerufen werden soll. Was das für dramatische Konsequenzen für dich hätte, für die Bevölkerung Deutschlands und für deine Kinder und für dein Vermögen, das wollen wir uns einmal in diesem Video näher anschauen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Nie war es wichtiger, über einen Plan B nachzudenken oder ganz konkret die Auswanderung anzupacken. Deswegen organisieren wir verschiedene Seminare und auch Reisen in verschiedene Länder, wo du diese Länder hautnah erleben kannst, wo du jede Menge lernst zum Thema Steuern und Wegzug, zum einen über das Steuersystem in dem entsprechenden Land, aber auch natürlich über die steuerlichen Implikationen, die der Wegzug aus Deutschland hat. Man denke nur an die Wegzugsteuer, erweiterte beschränkte Steuerpflicht, Entstrickungsbesteuerung, Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer, beschränkte Steuerpflicht und so weiter und so fort. Gerade Deutsche sind oft überrascht, dass sie noch 10 Jahre hier in den Fängen des Finanzamts hängen, wenn sie Deutschland verlassen, möglicherweise. Auf unserer Webseite findest du Reisen nach Irland, nach Sansibar, in die USA, nach Dubai, Seminare in Zürich zum Thema Auswandern nach Malta, Auswandern in die Schweiz und natürlich auch unser beliebtes Seminar, das Schweizer Taschenmesser für deinen Plan B, wo es auch wiederum sehr stark um das Thema geopolitische Krise gehen wird. Bei diesem Seminar übrigens ist auch der General außer Diensten Erich Warth dabei. Er war lange Jahre lang Sicherheitsberater von Angela Merkel. Er kennt Putin persönlich und hat dort ganz spezielle Insights, Insider-Informationen zur geopolitischen Lage und was als nächstes möglicherweise passieren wird, die er dir hinter verschlossenen Türen dann verraten wird. Schau dir das an, wenn du dich ernsthaft mit dem Thema Auswanderung auseinandersetzt und gleichzeitig auch Anschluss an eine Community von Gleichgesinnten finden möchtest, wo du dich nicht verstecken musst, wo du offen reden kannst, erfolgreiche Leistungsträger dieser Gesellschaft, die weg wollen, dann würden wir dich natürlich freuen, dort begrüßen zu dürfen. Alle Details auf unserer Webseite, Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Wichtige Stimmen in der CDU fordern, dass der Spannungsfall ausgerufen wird. Der Spannungsfall ist ja die Vorstufe zum Verteidigungsfall, also eine extreme Eskalation, kann man sagen. Wenn der Spannungsfall ausgerufen wird, hat das ganz dramatische Folgen für dich als deutschen Bürger und für jemanden, der in Deutschland wohnt. Zunächst mal, was ist passiert? Hier wollen wir uns ein Interview in der Zeitung Die Welt anschauen, welches Roderich Kiesewetter vor kurzem der Zeitung gegeben hat. 20.09.2025, also ganz frisch, CDU-Politiker Kiesewetter will Spannungsfall ausrufen lassen. Er erhofft sich, dass über die Ausrufung des Spannungsfalls letztlich Deutschland besser reagieren kann auf die Provokationen der Russen und möglicherweise dann schneller bereit ist, hier in den Krieg einzusteigen. Wie wird ein solcher Spannungsfall ausgerufen? Nun, es braucht eine Zweidrittelmehrheit des Bundestages, also der dort anwesenden Abgeordneten. Von denen müssen 2/3 für die Ausrufung des Spannungsfalls stimmen. Wie das tatsächlich in der Praxis funktionieren sollte mit den Mehrheitsverhältnissen im Parlament, da wäre man ja auf die Stimmen der Opposition angewiesen. Ob das wirklich ausgerufen werden könnte, das ist natürlich noch eine ganz andere Frage. Wenn natürlich ein tatsächlicher nationaler Notfall vorliegt, dann rücken alle zusammen. Das ist ganz klar, dann denke ich, dass es schon gehen wird. Aber jetzt so prophylaktisch, wie Kiesewetter sich das vorstellt, ist das meiner Meinung nach alles andere als sicher. Aber das ist im Grunde genommen auch egal. Es zeigt dir, wie unsere Politiker denken, zu welchen krassen Maßnahmen sie bereit sind. Viele wissen überhaupt nicht, was ein solcher Spannungsfall für Konsequenzen hätte, denn würden sie es wirklich wissen, dann würden noch viel mehr Leute sofort ihre Sachen packen und Deutschland verlassen. Die erste Konsequenz ist zunächst mal, dass die Wehrpflicht wieder komplett eingesetzt wird in Deutschland. Das heißt also, diejenigen Paragraphen des Wehrpflichtgesetzes, die momentan außer Kraft gesetzt sind, die sozusagen ruhen, werden wieder aktiviert. Das heißt konkret für dich als Mann unter 65, du darfst Deutschland nicht mehr langfristig verlassen, also nicht mehr auswandern ohne die Erlaubnis der Bundeswehr. Du darfst nicht mehr als 3 Monate Deutschland verlassen, ohne dass du dir vorher die Erlaubnis der Bundeswehr einholst. Und natürlich wird auch die allgemeine Wehrpflicht dann wieder eingesetzt werden. Während das für viele natürlich noch plausibel ist, ja, denn wenn es wirklich einen Spannungsfall gibt, dann ist natürlich auch die Wehrpflicht, steht hier wieder auf den Karten. Hat der Spannungsfall weitere dramatische rechtliche Folgen, auf die ich nun kurz eingehen werde. Wird der Spannungsfall ausgerufen, dann ist im deutschen Grundgesetz vorgesehen, dass etliche Grundrechte außer Kraft gesetzt oder eingeschränkt werden. Zum Beispiel die Versammlungsfreiheit. Versammlungen können eingeschränkt oder verboten
angeboten werden, wenn Sicherheitsgründe dies erfordern. Die Freizügigkeit und die Reisefreiheit kann eingeschränkt werden. Beschränkung des Aus- und Einreisens für einzelne Personengruppen möglich, Schließung von Grenzen denkbar. Man denke nur an Corona. Die Berufsfreiheit kann eingeschränkt werden. Zwangszuweisungen zu bestimmten Tätigkeiten, Umzuteilung von Arbeitskraft sind möglich. Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis, Lesen, Überwachen von Post, E-Mails und Telefonaten ohne die sonst üblichen Hürden wird möglich bzw. erleichtert. Also da kann ein komplettes Handy abgehört werden, deine Nachrichten gelesen werden, ohne dass hier zusätzliche Hürden für den Staat aufgebaut werden und ohne dass das gesondert beantragt werden muss, zum Beispiel bei einem Richter. Die Unverletzlichkeit der Wohnung ist in Gefahr. Hausdurchsuchung durch Beamte, auch ohne vollumfängliche richterliche Anordnung, werden als möglich dargestellt. Und natürlich die Medienfreiheit und Informationsfreiheit wird eingeschränkt. Maßnahmen zur Zurückhaltung, Schweigepflicht für Medien bei sicherheitsrelevanten Themen werden in Aussicht gestellt. Natürlich, es muss nicht so weit kommen. Die Bundesregierung muss natürlich diese Grundrechte nicht so einschränken, oder sie kann die selektiv einschränken. Aber grundsätzlich ist das möglich, wenn der Spannungsfall ausgerufen wurde. Was sind mögliche Instrumente, die dem Staat hier zur Verfügung stehen? Verstärkte Exekutivbefugnisse für Polizei, Bundeswehr, Zivilschutz, Einsatz der Bundeswehr im Inland wäre durchaus ein Thema. Enteignungen durch das Wirtschaftssicherungsstellungsgesetz, Beschlagnahme, Zwangsbewirtschaftung, Produktionslenkung, Sicherstellung landwirtschaftlicher Flächen, beschlagnahmungsähnliche Eingriffe, gegebenenfalls mit Entschädigungsmechanismen, aber vielleicht nicht sehr faire Entschädigungen. Du bekommst einfach vielleicht Staatsanleihen dann dafür. Gerichtsverfahren können sich verzögern oder werden ganz ausgesetzt. Es wird zwischen wichtigen und nicht kriegswichtigen Angelegenheiten entschieden. Erschwerte Rechtsdurchsetzung, verkürzte, verlängerte Fristen und erweiterte polizeiliche Befugnisse erschweren den effektiven Rechtsschutz. Und natürlich Medienrestriktionen können Informationszugang und die öffentliche Kontrolle staatlichen Handelns schwächen. Man kann sich dann vorstellen, was mit solchen Medien wie YouTube passieren wird. Sowas kann dann sicherlich ziemlich schnell abgestellt werden, beziehungsweise vielleicht nur noch mit VPN benutzt werden. Das sind die ganz konkreten Folgen dessen, was Herr Kiesewetter, ein Bundestagsabgeordneter der CDU, muss man sagen, ein Parlamentarier, ein Demokrat, würde man sagen, hier in Aussicht stellt. Die Frage, die ich natürlich jetzt an dich habe, ist, wie lange willst du da noch zuschauen? Wie lange willst du noch der Frosch sein, der im Wassertopf sitzt, wo die Temperatur immer weiter aufgedreht wird? Frösche, denen das passiert, die quaken laut, aber sie springen nicht aus dem Wasser heraus. Bist du auch ein Frosch, der nur quakt, der hier lauthals auf Social Media irgendwelche Aussagen macht, sich über Politiker echauffiert, aber selbst im Grunde genommen nicht ins Handeln kommt? Was muss eigentlich noch passieren? Wo ist eigentlich deine rote Linie, wo du sagst, bis hierhin und nicht weiter, jetzt wird die Lage so bedrohlich, dass wir tatsächlich was machen müssen? Dass ich konkret mit meiner Familie etwas unternehmen muss. Ich meine, ich habe Deutschland schon vor 25 Jahren verlassen. Ich habe die EU schon vor 25 Jahren verlassen, habe seitdem in verschiedenen Nicht-EU-Ländern gelebt, wie zum Beispiel in der Schweiz, Großbritannien und natürlich auch den USA. Und natürlich konnte ich vor 25 Jahren nicht ahnen, was heute passiert hier in der EU und in Deutschland und wie sehr die Situation auf so bedrohliche und besorgniserregende Weise einmal eskalieren würde. Aber ich hatte damals schon ein ungutes Gefühl, weil schon damals war der deutsche Staat natürlich übergriffig und auch die EU ist ja in ihrer Grundstruktur by Design, kann man sagen, undemokratisch. Und das fand ich schon immer sehr suspekt. Und jetzt sind wir da, wo wir sind. Ja? Das heißt, die Frage ist für dich, was muss eigentlich noch passieren? Bist du wie die Deutschen während der Nazizeit, die abgewartet haben, vielleicht wie die jüdische Bevölkerung, die noch nicht das Land verlassen wollte, weil sie sich gedacht haben, naja, so schlimm kann es ja nicht werden. Das ist auch das, was ich heute immer wieder höre von Mandanten. So schlimm kann es ja nicht werden. Glaubst du wirklich, dass in den 30er Jahren in Deutschland die Deutschen erwartet haben, was da tatsächlich auf sie zukommt? Nur die Leute, die wirklich wach waren und verstanden haben, wie Menschen funktionieren, wie Politiker funktionieren, konnten anhand des Verhaltens zum Beispiel der damaligen Politiker, der NSDAP, Adolf Hitlers, absehen, dass das Ganze nicht gut gehen kann. Und natürlich sind wir heute in einer komplett anderen Situation. Geschichtlich, wirtschaftlich, gesellschaftlich. Aber auch heute können wir sehen, dass die Entwicklung, die wir gerade durchmachen, wahrscheinlich kein gutes Ende nehmen wird.
Also deine Strategie müsste im Grunde zu sein, jetzt etwas zu unternehmen, jetzt zu gehen oder wenigstens einen Plan B zu haben, das Ganze vorzubereiten, sodass du im Falle eines Falles wenigstens einen Ort kennst, einen Ort hast, wo du schon ein paar Mal warst, der dir vertraut ist, wo du weißt, wen du anrufen musst, wo du weißt, wo du einkaufen musst, wo du weißt, wie so die Dinge, die Abläufe funktionieren. Also ein Ast, das du dann aus dem Ärmel ziehen kannst. Weil eins ist klar, wenn es dann wirklich mal ganz heiß wird, wenn dann wirklich mal der Spannungsfall ausgerufen wird, mit all den Konsequenzen, die ich jetzt gesagt habe, dann ist es leider zu spät. Wir vergleichen das ja immer mit den Russen und den Ukrainern, die es rechtzeitig geschafft haben, nach Dubai auszuwandern, sich dort eine Wohnung zu suchen und dann rechtzeitig weg sind. Diejenigen, die geblieben sind, die hat das Leben bestraft, die wurden dann eingezogen und an der Front verheizt. Wir machen jetzt ja schon Videos zu diesem Thema, seit der Ukraine-Krieg im Grunde begonnen hat. Und wir haben natürlich mit sehr vielen Mandanten zusammengearbeitet, die genau aus diesen Gründen dann auch ins Ausland gegangen sind oder zumindest aktiv an einem Plan B arbeiten, zum Beispiel einer zweiten Staatsbürgerschaft. Dass wenn dir zum Beispiel der deutsche Pass weggenommen wird, weil du nicht zum Wehrdienst willst, dass du dann einen anderen Pass in der Tasche hast, um noch reisefähig zu sein. Das deutsche Passgesetz lässt das zu. Da muss gar kein neues Gesetz beschlossen werden. Schon heute kann das durch die Ministerien bzw. Verwaltungsapparate in Berlin angestoßen und durchgeführt werden, dass dir der deutsche Pass weggenommen wird, nicht die Staatsbürgerschaft wohlgemerkt, aber der Pass als Dokument beziehungsweise der Personalausweis, damit du nicht mehr reisefähig bist. So, und jetzt denk auch noch an die ganzen Überwachungsmaßnahmen, die gerade in der EU beschlossen werden. Wir haben jetzt ja in den letzten Wochen hier vielfach über die digitale ID gesprochen. Wir haben gesehen, was in der Schweiz passiert. Wir haben gesehen, was in Großbritannien passiert. Da wird das Ganze schon Realität. Wir haben euch Berichte gebracht zu dem, was in Vietnam passiert, wo zum Beispiel 90 Millionen Konten geschlossen wurden, weil diese Konten nicht mit einer digitalen ID verknüpft wurden. Diese ganzen Maßnahmen schränken ja deine Handlungsfähigkeit noch weiter ein. Das heißt, mein ernsthafter Appell an dich ist natürlich jetzt dir sehr ernsthaft Gedanken zu machen, das Ganze nicht mehr weiter auf die lange Bank zu schieben. Und wenn du ohnehin mit dem Gedanken gespielt hast, zum Beispiel auszuwandern oder einen Plan B zu etablieren, dann es jetzt zu tun und nicht weiter abzuwarten. Lass dir das eine Warnung sein, was Herr Kiesewetter gesagt hat und was auch viele andere Politiker so jeden Tag von sich geben. Cem Özdemir von den Grünen hat ja diese Woche gesagt, dass ein einjähriger Republikdienst eingeführt werden soll für alle jungen Menschen. Klingt ja fast so wie die Spiele von Panem, muss man sagen. Ja, du musst teilnehmen am Republiksdienst, was für ein absurder Name, und wirst gezwungen, letztlich Dinge zu tun, die du nicht tun willst, sei es entweder beim Wehrdienst oder eben Zivildienst. Und das sind ja alles immer nur schöne Worte für genau die gleiche Sache. Der Staat will dich haben mit Haut und Haaren. Er will nicht nur dein Geld als Steuerpflichtiger, sondern er will im Grunde auch dein Leben haben, das du dann für ihn einsetzt und möglicherweise dafür dann an die Front gehst und möglicherweise mit dem eigenen Leben bezahlst. So ist die Realität und das müssen wir anerkennen. Das heißt, die einzige tatsächliche langfristige Chance ist, dir einen Ort zu suchen, wo dir sowas nicht passieren kann oder sowas nicht so leicht passieren kann. Und wenn du als Deutscher in irgendeinem anderen Land lebst und dort Ausländer bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit gleich 0, dass du dort zum Militärdienst eingezogen wirst, denn der Militärdienst ist nun mal so organisiert, dass in den allermeisten Fällen nur Einheimische eingezogen werden. Das heißt, der einfachste Weg, dich davor zu schützen, an die Front zu gehen, wenn du ein junger Mann bist, ist schlicht und ergreifend Deutschland zu verlassen. Wie ich es schon in anderen Videos gesagt habe, das Risiko in Deutschland in einem bewaffneten Konflikt zu sterben oder in einem blutigen Konflikt zu sterben, wenn wir uns die letzten 500 Jahre der deutschen Geschichte anschauen, ist ungefähr 100 Mal höher als in den USA, 30 bis 40 Mal höher als in UK. Das heißt, allein wenn du in die USA umziehen würdest oder in den UK, keine besonders steuerfreundlichen oder anderweitig sehr freiheitlichen Länder. Damit sinkt die Wahrscheinlichkeit schon ganz enorm, dass du in den nächsten Jahren in einem blutigen Konflikt auf deutschem Boden dein Leben lassen musst. So ist die Realität aus 500 Jahren deutscher Geschichte. Du bist als Deutscher in Deutschland, insbesondere als junger Mann, ganz besonders gefährdet in der aktuellen Zeit. Das musst du einfach realisieren. Und wenn du das so hörst, was da so gerade passiert, dann sollte dir eigentlich Angst und Bang werden. Natürlich hat es keinen Sinn, Panik zu schieben oder sich lähmen zu lassen. Aber im Grunde genommen kann es schon sinnvoll sein, eine gesunde Angst zu haben. Denn die gesunde Angst ist ja immer das, was uns Menschen auch antreibt. Das
ist ja irgendwie auch in unserem Naturell drin, in unserer DNA und in unserer Evolutionsgeschichte. Die gesunde Angst, die dich vorantreibt, die dich nach neuen Ufern suchen lässt, dort, wo es weniger riskant ist für dich und deine Familie. Also darüber solltest du einmal nachdenken, jenseits von allen Themen, die sonst auch noch wichtig sind, wie zum Beispiel Steuern, natürlich auch ein sehr wichtiges Thema. Idealerweise kann man mehrere Themen kombinieren, aber die persönliche Sicherheit sollte natürlich bei dir momentan bei dem, was passiert in der Welt, im Vordergrund stehen. Wenn das Themen sind, die auch dich interessieren, wenn du einen Plan B im Ausland vorbereiten möchtest oder auswandern möchtest, das heißt, du zum Beispiel dich mit Themen befassen willst, wie Kontoeröffnung außerhalb der EU, eine zweite Staatsbürgerschaft zu erwerben, zum Beispiel per Investment, goldene Edelmetalle im Ausland zu lagern, vielleicht auch auszuwandern. Das sind genau Themen, mit denen wir uns seit fast 20 Jahren beschäftigen. Wie gesagt, am besten kommt zu einem unserer Seminare. Ansonsten können wir natürlich gerne auch ein Beratungsgespräch führen. Link zu allem packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.